Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und mir ein Like dazulassen. Wäre super, wenn wir die 10 Likes schaffen heute. Wir drehen mal an unserem Gratis-Dreher. Ach, schade. 750.000 Münzen. Ja, heute, wir machen den Warm-up. Gucken uns erstmal unsere Güter an, was wir hier haben. Eventuell den einen oder anderen, George Russell könnten wir uns holen, aber muss nicht sein. Wir fahren heute unser Warm-up in der Champions League. Vorher allerdings machen wir hier diese Kiste auf. Ich habe gestern eine Serie 10 Legendäre bekommen. Die machen wir jetzt auf. Mit der Hoffnung, dass wir eventuell das ein oder andere Teil nochmal uppen können. Eventuell. Ich hoffe, dass wir die Serie 10 Bremsen daraus kriegen. Die epischen, die habe ich ja schon bekommen. Allerdings, dass wir sie nochmal upgraden können, das wäre nämlich super. Oh, Harmonie haben wir bekommen, das was sehr schade ist. Bottas, Valtteri Bottas und das letzte Teil. Nein, leider nichts Brauchbares dabei, wie ihr seht. Schade, nicht schlimm. Schmeißen wir direkt die nächste Kiste mit rein und springen dann sofort in die Champions League. In dem Video heute machen wir das erste Rennen machen wir zusammen. Und das letzte Rennen machen wir zusammen. Das zweite und das dritte Rennen, das überspringen wir. Das mache ich dann alleine. Schauen wir mal da, wie viele Punkte wir holen. Wie schon gesagt, wir hatten letzte Woche, haben wir Herausforderer gespielt, wurden Platz 10 ohne Boosts. Ich habe ohne Boosts gespielt und diese Woche will ich auf jeden Fall auch in der Champions-Klasse, also in der Champions League spielen. Deswegen melden wir uns dafür auch an. Kostet auch 10 Millionen. So, bezahlt und lass uns direkt mal schauen hier, was so die ersten Plätze machen. So, hier, erster Platz mit 75 Punkten. Da ist keiner ein Überflieger. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da die Leute viele Punkte erreichen. Und deshalb sage ich mal, springen wir sofort rein. Erste Strecke ist Bahrain. Setup, Leute, wie auch schon in den anderen Videos, checkt bitte meinen Channel. Da sind viele Videos drin, wo ich auch Serien erkläre. Ab Serie 3, 4, 5, 6, 7 ist schon drin. Letzte Woche habe ich auch mal Serie 7 und Serie 10 hochgeladen gehabt. Allerdings in Serie 10 bin ich kein Überflieger. Also das Equipment, was ich habe, ist momentan gut. Allerdings ist das nicht perfekt. Und ja, wir versuchen diese Woche so gut wie möglich Punkte zu erzielen. Werden auch mal versuchen, jetzt hier auch mit dem Warm-up schon in dem Warm-up eventuell den ein oder anderen Booster zu benutzen, um einfach ja, Punkte zu erzielen. Wir brauchen Punkte. So, Qualifying. Haben wir noch in der letzten Runde, guckt euch das mal an, in der letzten haben wir da nochmal gut verloren. So, wir fahren mit Max Verstappen auf Hard raus und mit Fernando Alonso fahren wir auf Medium raus. Benutzt mit Max Verstappen einen kleinen Boost, um einfach nur ein bisschen nach vorne zu kommen, um eventuell die paar Pünktchen noch rauszuholen. Aber wir müssen auf jeden Fall auf lang gehen, Leute. Wie ihr seht, Qualifikation sehr, sehr schlecht. Ja, letzter und vorletzter. Schauen uns hier noch mal den Start an. Auch schön boosten, versuchen da irgendwie auch wegzukommen. Müssen auch eigentlich schon nach der zweiten Kurve dann runter auf Minus, weil wir sonst zu viel Verschleiß haben. So, erste, jetzt hier ist die zweite und da versuchen wir jetzt runter zu gehen. So, einmal mit Fernando Alonso raus und hier auch nochmal mit Max Verstappen. Direkt auf Minus. So. Und entspannen. Wir wissen ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, wir müssen auf jeden Fall lange mit den Jungs hier fahren. Fernando Alonso in vier Runden muss draußen bleiben und Max Verstappen muss 5 Runden bleiben mit den harten. Können aber danach auf jeden Fall pushen.
So, man sieht auch sofort den Unterschied. Letzte Woche, wo wir da in der Herausfordererliga gespielt haben, war das einfach, das sind ganz andere Welten. Serie 6 und jetzt hier Serie 12, um einfach mal auch zu sehen, wie weit sind wir da mit allen. So, und wir sehen, Fernando Alonso kann gar nicht. Der kann gar keine 4 Runden fahren. Deswegen beschleunigen wir jetzt gerade ein bisschen, versuchen aber trotzdem irgendwie eventuell sogar mit ein bisschen ohne Gummi noch am Ende rauszukommen. Die Leute waren schon tanken hier, wie wir sehen. Unser Gegner müsste jetzt auch reinkommen. Beschleunigen ein bisschen mit Max. Ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ja, viele Jungs sind auf Medium draußen und auch auf Softies, wie wir sehen. So, und wir müssen eigentlich auch rein. Ja, das ist eigentlich total doof jetzt hier mit Alonso. Deswegen bringen wir den jetzt auch rein. Reparieren auch nochmal. Weil 61 ist mir auch ein bisschen zu knapp. So, kommen jetzt nochmal raus hier. Probieren jetzt mal eine 3-3-2 mit Alonso und mit Max Verstappen. Der kommt jetzt auch die Runde rein und kriegt nochmal harte Reifen drauf. Alonso beschleunigt jetzt die Runden. 2 Runden muss er mindestens beschleunigen. Wie wir sehen, unser Gegner ist auf Platz 11. Das sieht nicht gut aus hier. Ist für mich auch persönlich das erste Rennen in Serie 12. Also von daher so. Lassen jetzt auch mal Fernando Alonso mit dem Pushen. Der kommt auch die Runde rein. So gesehen fahren wir in den 3-2-3. Ja, der Gegner hat uns jetzt auch hier überholt. Was auch nicht schön ist. So, genau. Alonso holt sich da noch den. Kommt jetzt wieder rein zum Pitten. Allerdings. So, perfekt. Und jetzt müssen wir hoffen, weil er muss auch noch mal rein. Ja. Er muss so gesagt nur noch mit beiden rein. Von daher müssten wir uns diese Plätze müssen wir uns holen. Also auf jeden Fall ein großer Unterschied, ein Riesenunterschied. Serie 12 mit Serie 6 oder auch im Vergleich aktuell bin ich in Serie 10. Ich fahre da auch keine Top 10 mit beiden Fahrern. Allerdings fahre ich da mit einem Fahrer bin ich eigentlich immer gut dabei. Fahren wir manchmal Platz 8, Platz 9, aber Alonso fährt dann auch manchmal auch Platz 15. Ach, da hat Max Verstappen einen Riesenfehler jetzt auch gemacht. Anstatt kurz die Kurve zu nehmen, hat er die jetzt auch lang genommen. Das war auch total Blödsinn. Aber da stecken wir halt nicht drin, wie die Fahrer hier manchmal rumfahren. Ist total bekloppt. So, unser Gegner muss jetzt rein, so wie ihr seht. Ne? Wir können mit Max Verstappen komplett boosten. Das machen wir jetzt auch. Wir fahren jetzt komplett mit Boost für die letzte Runde. Der Gegner kommt rein. Und noch andere 2 Leute. Allerdings, ja, das kriegen wir noch hin. Genau. Und den kriegen wir auch noch hin. Also beide Fahrer nochmal durch. So, und jetzt versuchen wir natürlich auf Vollboost zu bleiben. Wie viele Punkte haben wir? Gerade mal 10 Punkte. Also, das ist nicht viel. Und schaut euch das mal an, wie Max Verstappen hier fährt. Das ist eine absolute Katastrophe. Also, so kann man ja auch nicht gewinnen. Ne? Da müssen wir mal ehrlich sein. So, gewonnen haben wir, aber Platz 20 und Platz 23, Punkte miserabel. Also 7 Punkte haben wir gemacht. Gar nicht gut. Und wir hoffen, dass wir den zweiten und den dritten, das zweite und das dritte Rennen besser abschneiden. Und Jungs, wir sehen uns dann, ja, sieht man noch Max Verstappen auf 2 und 3 auf Alonso. Also besseres Equipment hat er auf jeden Fall wie wir. Und haben wir trotzdem geschafft. Allerdings nicht so gut, nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe.
Wir versuchen das zweite und das dritte Rennen besser abzuschließen und eventuell sogar zu boosten, um überhaupt uns zu qualifizieren. Ja, also von daher müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Wir sehen uns beim vierten Rennen, also sage ich mal, bis gleich. Ciao, Leute. So, da bin ich wieder. Erstes Rennen haben wir ja gesehen. Jetzt zweite und das dritte Rennen. Zweimal 9 Punkte jeweils geholt. Das sieht echt nicht gut aus für diese Liga. Müssen wir morgen dann nochmal versuchen. Falls wir es nicht mehr schaffen, das letzte Rennen, dann müssten wir ja mindestens 20 Punkte holen, damit wir wenigstens 45 Punkte haben. Aber selbst das würde eventuell sogar nicht reichen. Aber wir versuchen es trotzdem. Springen noch rein. Ich habe noch das zweite und das dritte Rennen auch mit Boosts gemacht. Aber keine Chance. Gewinnen tun wir. Gar kein Problem. Allerdings erreiche ich nicht die Punkte, die ich gerne haben will. Und ja, schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie es bei euch aussieht, was für eine Liga ihr gespielt habt und ob ihr euch qualifiziert habt. Ich werde das dann nochmal morgen versuchen, wenn das hier nicht funktionieren sollte. Und ja, hoffen, ich würde echt gerne die Champions League spielen, diese Woche. Allerdings muss ich mal schauen, ob, wenn das morgen nicht funktioniert, dass ich dann eventuell sogar eine Liga drunter gehe, um wenigstens da halt auch was mitzunehmen, weil das bringt ja nichts, hier den Grand Prix zu spielen mit, ja, und leer auszugehen. Das bringt halt nichts. So, dann gucken wir mal, wie das Qualifying hier aussieht. Platz 21 und 24, was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. So, wir gehen raus. Max Verstappen auf Hard. So, benutzen wir auch Boost diesmal, benutzen Krieger für ihn und für Alonso benutzen wir Ballast, weil er muss nämlich auf Medium raus. Wird ja beide auf Medium rauslassen und dann nochmal, also eine Einbox-Strategie, weil alles andere bringt ja sowieso nichts und das machen wir auch so. So, und los geht's. Hoffen wir auf gute Punkte, wie schon gesagt, 20 Punkte wäre top, allerdings ist das halt nicht aktuell möglich. So, wir boosten, geben ein bisschen Vollgas am Anfang, gucken wir mal, wo wir uns dann einsortieren. Sieht schon mal nicht gut aus. So, jetzt sieht es gut aus. Da hat nämlich Max Verstappen mal so einen kleinen Sprung gemacht nach vorne. Ist perfekt. So, jetzt. Ja, wir boosten noch bis diese Kurve hier, genau. Und danach hören wir auf. So, 17 sieht, ja, 17 war besser, aber geht nicht. So, und hier. So, das war's. Mehr boosten geht erstmal gar nicht. Wir müssen unser Gummi sparen. So. Erzählt mal bei euch, wie das läuft. Wie schon gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr da an Setup benutzt. Strategie natürlich auch, wie es da bei euch so aussieht. Und Gap ist offen. Versuchen wir ein bisschen ranzukommen. Unser Gegner fährt mit Medium und Hard, also denke ich mal, wird das eine 4 oder eine 5 Runden bei ihm und dann, oh, Safety Car. Jetzt haben wir Safety Car und da können wir eigentlich jetzt erstmal so draußen bleiben, würde ich mal sagen. Da ist jemand da weggecrashed, da oben, haben wir ja gesehen. So. Das ändert natürlich alles, weil wir kommen dann zur 5. rein. So würde ich das jetzt erstmal machen. Oder wir kommen jetzt schon rein und switchen auf Softs. Was halten wir denn davon? Machen wir das? Da halten wir nämlich... Das wird nicht reichen. Da reicht das Gummi nicht aus. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt rein. Also jetzt reinzukommen ist eigentlich am besten. Danach die Runde reinzukommen wäre nicht so gut. Deswegen kommen wir jetzt auch rein mit beiden Autos. Und machen uns fit und müssen danach auch nicht mehr tanken. Hoffen natürlich, dass der Gegner draußen bleibt. Ja, das ist doch schön. So, raus, wir haben auch keinen Stau. So, kommen jetzt nochmal schön raus hier. Und müssten auch genug Gummi haben, weil die Runde, die zählt ja nicht so richtig. So, Safety Car, Safety Car, Safety Car. Ja, das ist immer so eine Sache. Safety Car normalerweise rettet.
zum Teil, aber manchmal auch ein bisschen schlecht. Ich habe viele Rennen verloren durch das Safety Car. Zeit für eine Zigarette. So, und jetzt hoffen wir mal, wie gesagt, tanken müssen wir nicht. Wir müssen nicht mehr in die Pits. Fahren auch langsam, müssen auch nicht den ganzen Sprit verballern, weil bringt ja auch sowieso nichts. So, jetzt muss der Gegner, die nächste Runde kommt er rein. Okay, das ist gut. So, und dann da entspannen wir jetzt auch mal. Haben jetzt auch noch 4 Runden vor uns so gesehen. So, viel Gas dürfen wir nicht geben, wie schon gesagt. Versuchen locker flockig hier das Rennen zu gewinnen und natürlich auch ein paar Punkte mitzunehmen. Im Moment haben wir 6 Punkte. Sieht nicht so gut aus, aber jetzt da seht ihr, da müssen die Leute nämlich jetzt pitten und da fängt es nämlich an, jetzt Stau zu geben. Unser Gegner muss auch rein. Wir gehen direkt mal hier rein. Zack, so, da haben wir jetzt schon mal auf jeden Fall bessere Punkte. Wenn wir jetzt diese Position jetzt halten würden, haben wir schon mal 21 Punkte. Das ist doch schon mal was. Eventuell schauen wir mal, wer vor uns noch irgendwie tanken gehen muss. Hier, Platz 8, Yuki Tsunoda muss noch rein. Ja, und dann da oben da der Rest, aber da kommen wir sowieso nicht dran. Hoffen wir mal, dass unser Gummi reicht. Wie gesagt, Gas geben tun wir nicht, das bringt sowieso nichts, weil richtig großartig überholen, auch noch in Melbourne, das können wir eigentlich so vergessen. Versuchen die Position zu halten. Ja, wird auf jeden Fall knapp. So wie es auch, da guckt euch das an, noch ein Unfall. Da ist noch ein Unfall, ja. So, ob das jetzt, ne, Safety Car, Unfall in Sektor 3 wird uns angezeigt, allerdings kommt kein Safety Car raus. So. Versuchen, wie gesagt, entspannt, weil ihr seht, die Leute crashen hier, selbst die Bots. Und wir hoffen, dass wir die Position halten können. Weil großartig Gas geben können wir nicht, so wie ihr seht. Wir haben kaum noch Gummi. Versuchen das wirklich hier zu strecken. 23 Punkte. Ja, und das wird arschknapp, Leute. Das wird echt knapp. So, eine Position schon mal verloren. Wir werden, denke ich mal, weitere Positionen verlieren. Der Tausch, also wäre ich lieber auf hart gegangen. Der Reifenverschleiß ist echt hoch hier in Serie 12, so wie ihr seht. Und ich habe ja schon damit gerechnet, dass das nichts wird. Nach dem ersten Rennen schon. Von daher guckt euch das mal an. Alonso hat schon gar kein Gummi mehr. Also er wird jetzt alle Plätze verlieren. Wird jetzt bis zum letzten Platz runterfallen. Was natürlich sehr schade ist. Und Max Verstappen wird definitiv auch nochmal 2, 3 Plätze verlieren. Also das Rennen ist auch nichts. So seht ihr, so wird das schon mal nichts. Ja, so haben wir schon mal gesehen, dass es schon mal nichts wird. Qualifizieren tun wir uns auf gar keinen Fall. Mit diesen Rennen hier, die wir gemacht haben. 14 Punkte haben wir geholt. Immerhin, besser wie jedes andere Rennen, allerdings trotzdem nicht gut. Leute, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wir werden morgen nochmal ein Video hochladen. Also ich werde morgen nochmal ein Video hochladen, wo wir das ein oder andere Rennen auf jeden Fall besser machen werden. Eventuell sogar eine Liga drunter, weil so wird das ja nichts. Wir wollen ja auch eine schöne Serie 12 Kiste holen, allerdings wird das nichts. So, gucken wir uns mal an hier zusammen, was für eine Platzierung wir erreicht haben. Und ja, ihr seht Platz 16, also kurz darunter, aber das wäre sowieso nichts geworden. Also ich hätte für das letzte Rennen mindestens 30 Punkte fahren müssen. Habe ich aber nicht geschafft, so wie ihr gesehen habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen bei einer nächsten Folge und diesmal qualifizieren wir uns. Ciao Leute!